1898 wird bei Pausnitz in der Nähe von Meißen, also in Sachsen, ein Schatzgefäß gefunden mit mehreren hundert Silberbrakteaten. Und auf diesen Brakteaten lag ein Ring, ein zwölfeckiger Ring mit rätselhaften Schriftzeichen auf den 12 Flächen. Schriftzeichen, die man ganz, ganz lange nicht lesen konnte, bis sich unser Kollege Muhl zusammen mit den Röhrer Ertels, einem fantastischen Gelehrtenpaar und anderen daran machte, diese kurze, aber schwierige Inschrift zu entziffern. Warum war die Inschrift auf dem Silberring von Pausnitz so schwer entzifferbar? Sie war so schwer entzifferbar, weil man sie nicht entziffern sollte, weil derjenige, der den Ring herstellen ließ, der Ringträger, weil er nicht wollte, dass man den Spruch lesen konnte. Und heute wissen wir, dass er das nicht wollte, weil es sich um einen Zauberspruch handelte, einen Mystikerspruch, einen Zauberspruch ungeheurer Kraft, den er eben nicht verraten wollte, weil er die Quelle seiner Macht war. Und diesen Zauberspruch konnten die Kollegen nun lesen: Verneine mich Christus. Das ist ein Mystikerspruch aus der Zeit um 1200, aus der Zeit, aus der der Ring stammt. Und das ist ein Spruch, der dem Träger eine ungeheure Macht verlieh. Denn verneine mich Christus heißt: Christus, ich bin in Kommunikation mit dir über diesen Ring. Christus, lösche mein Selbst aus und fülle mich mit deinem Licht, mit dem Licht und dem Wesen Gottes. Und was könnte stärker sein? Welcher Zauberer könnte mächtiger sein als ein Zauberer, der das Licht Gottes, das Wissen Gottes, die Kraft Gottes in sich trägt? Nicht? Eine ungeheure Macht. Und dieser Ring gehört zu einer Gruppe von Zauberringen, die bislang nicht entschlüsselt waren. Und man kann davon ausgehen, dass Tolkien, als er den Herrn der Ringe schrieb, Tolkien war ein gebildeter Kollege, selbstverständlich diese Ringgruppe kannte, und möglicherweise war es sogar diese Ringgruppe, die ihn dazu inspirierte. Was aber hat es mit diesem Zauberring auf sich? Wer kann denn dieser Träger gewesen sein? Zuerst wahrscheinlich ein Mann aufgrund der Fingerringgröße, aber mit vergleichsweise feingliedrigen Fingern. Und es muss jemand sein, der nicht nur die modernste Schrift um 1200, sondern der auch die alte Schrift, nämlich die irische Capitalis kennt, also nicht nur frühgotische Majuskeln, sondern auch irische Capitalis. Irische Schrift, die seit dem 8. Jahrhundert in der Form gar nicht mehr verwendet wird. Es muss jemand sein, der sich also mit Kanzleischriften auskennt. Es muss jemand sein, der diese Schriften verdreht und die Buchstaben verdreht und in einer Art und Weise verwendet, dass man sie sicher nicht lesen und sicherlich nicht entschlüsseln kann. Etwas, das den Gelehrten des 20. Jahrhunderts Gott sei Dank gelungen ist. Wie müssen wir uns aber den Ringträger selbst vorstellen? Nicht nur als hochgewachsen und schlank, sondern als jemanden, der ins Heilige Land reiste, als jemand, der, man sieht es am Silberschatz, aus dem Adel kam, als jemand, der sicherlich an Kreuzzügen teilnahm und an jemand, der tiefgläubig war, der einer mystischen Gläubigkeit anhing und der glaubte, dass er damit Macht und Kraft gewinnen würde. Das heißt, wir haben es mit einem tiefgläubigen Adligen zu tun, der sicherlich sein Leben einsetzend ins Heilige Land reiste, und als er starb, können wir nicht spekulieren, aber wahrscheinlich, wenn man klug war in der damaligen Zeit, nahm man den Ring mit einer Zange ab. Denn der Ring eines Zauberers dieser Macht lässt sich nicht einfach berühren, und man hat ihn auf die Münzen gelegt, vielleicht auf das ein Unbedachter ihn nimmt und damit sein eigenes Verderben sucht. Denn wenn man den Zauberring nicht beherrscht, das haben wir beim Herrn der Ringe gelernt, dann schwindet man und verliert an Kraft. Zumindest ist das die Denkweise des hohen Mittelalters, der Ring angehört. Wir haben heute eine rationalere Denkweise, wir analysieren die Dinge und wir zeigen die Dinge, die das Wesen der damaligen Geisteshaltung repräsentieren, Ihnen hier im Museum. Es ist eine Glasscheibe dazwischen. Sie brauchen keine Angst vor der Macht
des Ringes zu haben.